Seid ihr auf der Suche nach einem Wischroboter, der eure Fliesen, Parkett und Vinylböden auf Hochglanz bringt, dann seid ihr sehr wahrscheinlich bei meinem heutigen Video und dem Hobot Léger 7 an der richtigen Stelle. Der Hobot Léger 7 besitzt zwar auch die Möglichkeit zu saugen, in dieser Kategorie gibt es aber definitiv stärkere Produkte, die ich euch bereits auf meinem Kanal vorgestellt habe. Was diesen Roboter wirklich so einzigartig macht, ist die Tatsache, dass er über ein Sprühdüsensystem und 2 Rüttelplatten verfügt, sodass selbst stärkere Dreckanhaftungen weggewischt werden. Wenn ihr neben der reinen Wischleistung aber auch sehen möchtet, was sich im Lieferumfang befindet, wie die App gestaltet ist, aber was mir vielleicht eher weniger gut gefallen hat, dann bleibt gerne die nächsten Minuten dran. Los geht's! Im Lieferumfang des Hobot Léger 7 befindet sich der Sauger an sich, insgesamt 3 Seitenbürsten, wovon aber lediglich eine aktiv genutzt wird, ein HEPA-Ersatzfilter, die Basis- und Ladestation samt Netzkabel, eine Unterlegmatte, die unterhalb der Basisstation angebracht wird, insgesamt 4 Wischtücher, wovon auch hier 2 als Ersatz dienen und ein Wasserapplikator zum Befüllen des Wassertankes. Der Sauger besitzt ein branchenübliches Gewicht von 3,5 Kilogramm, misst 34 x 33 cm, ist 10 cm hoch, hat einen Staubfangbehälter von 500 ml und eine Wassertankkapazität von 340 ml. Letztgenannte zeigt deutlich, dass sein Augenmerk auf Wischen liegt. Obwohl er 0,5 cm höher ist als andere Roboter, war es mit ihm auch kein Problem, unter unsere Couch zu fahren. Die maximale Saugstärke beträgt 2700 Pascal und er besitzt einen Anpressdruck der Wischtücher von bis zu 1800 Gramm. Was mir bereits bei der Installation und noch vor der Einrichtung via App aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass die Basisstation sehr schmal gehalten ist, dadurch etwas instabil wirkt und lediglich mittels 2 Klebestreifen auf der Unterseite mit der Unterlegmatte verklebt wird. Die Unterlegmatte müsst ihr zuvor auf dem Boden anbringen, was ebenfalls mittels Klebestreifen realisiert wird. Das hat meiner Meinung nach den Nachteil, dass ihr durch die verklebte Anbringung an einen fixen Standort gebunden seid und so nur erschwert zwischen verschiedenen Stockwerken oder Räumen wechseln könnt, da irgendwann auch hier die Klebkraft nachlassen wird. Meine Empfehlung ist, die Basisstation auf einem wasserunempfindlichen Boden, zum Beispiel Fliesen, und mit der Rückseite an die Wand zu stellen. Obwohl die Basisstation über ein Kabelmanagement auf der Rückseite verfügt, ist das Netzkabel recht dünn und ließ sich dadurch nicht immer an Ort und Stelle halten. Hier hätte ich mir ein dickeres Netzkabel gewünscht, wie es auch andere Hersteller verwenden. Die Unterseite des Roboters ist wirklich spannend. So gibt es hier keine federnd gelagerten Antriebsräder, sondern eine Art Kettenantrieb, der auch auf rutschigem Boden den Roboter sicher voranbringt. Nachteil hier, aber dafür ist er meiner Meinung nach auch nicht bestimmt, ist die Tatsache, dass er damit nicht wirklich auf Teppiche auffahren kann. Des Weiteren gibt es hier Absturzsensoren, insgesamt 2 Rüttelplatten mit dicken Wischtüchern und 4 Sprühköpfe, die den Inhalt des Wassertankes gleichmäßig auf den Boden verteilen. Vor dem ersten Wischtuch befindet sich zudem noch der strömungsoptimierte Einzug für die Staubkammer. Auf der Oberseite gibt es dann einen Laserturm, der auch hier eure Räumlichkeiten zentimetergenau einmessen kann. Allerdings ist dieser nicht federnd gelagert. Des Weiteren gibt es im vorderen Bereich noch Schnellwahltasten, so unter anderem zum Starten von Saugvorgängen bzw. für die Rückkehr zur Basisstation. Die Stoßstange ist wiederum federnd gelagert und besitzt im unteren Bereich einen gummierten Streifen, sodass Beschädigungen an Gegenständen nicht vorkommen. Eine smarte Objekterkennung via Laser- oder Videosystem ist in der Stoßstange nicht vorhanden. Der LiDAR-Sensor des Laserturms kann aber Gegenstände ab 10 cm Höhe ohne Probleme erkennen. Entgegen anderer Roboter ist der Wassertank im Hobot Léger 7 fest verbaut und muss mittels eines Wasserapplikators befüllt werden. Auch bei diesem Roboter ist es so, dass er je nach Reinigungsart, und hier gibt es wirklich viele, mal mehr oder mal weniger Wasser auf den Boden loslässt, dazu gleich aber noch mehr. Vor der ersten Reinigung solltet ihr euch die Hobot Léger 7 App aus dem Play Store oder App Store von Apple herunterladen. Anfänglich legt ihr euch ein Benutzerkonto an und werdet im Anschluss Schritt für Schritt durch die Einrichtung begleitet. Dies beinhaltet natürlich auch, dass ihr euch mit eurem heimischen WLAN verbinden müsst. Der erste Eindruck und Aufbau der App war bei mir so lala, da man merkt, dass gegenüber der Konkurrenz noch etwas Aufholbedarf besteht. Optisch nicht 100% ansprechend, Grafiken manchmal recht groß und lieblos gestaltet, im Grunde genommen aber alles an Ort und Stelle, sodass man es nach einer kurzen Eingewöhnungszeit ohne Probleme finden kann. Nachdem ihr die App gestartet habt, findet ihr im oberen Bereich euren Léger 7, darunter könnt ihr weitere hinzufügen. Nachdem ihr ihn ausgewählt habt, seht ihr direkt eure Saugmodi, hier insgesamt 7 plus im unteren Bereich noch einen individuellen.
Über die Pfeile im unteren Bereich könnt ihr entweder eine vollständige Reinigung durchführen lassen, andernfalls eine Bereichsreinigung. Im Falle einer vollständigen Reinigung werden alle Räume mit dem zuvor ausgewählten Saug- und Wischmodus bearbeitet. Wenn ihr in die Bereichsreinigung geht, so könnt ihr für jeden einzelnen Raum bestimmen, mit welchem Saug- und Wischmodus die Böden bearbeitet werden sollen. Auch ist es über die Kartenverwaltung möglich, bis zu 5 Etagen anzulegen, diese nach Einsatzgebiet auszuwählen und in bestimmten Räumen respektive Bereichen Sperrzonen einzurichten. Wie ich eben schon erwähnt habe, werden nach einem erfolgreichen Saugvorgang, also wenn der Sauger automatisch von der Station weggefahren ist und diese nach dem Saugen wieder angefahren hat, die Karten eurer verschiedenen Etagen gespeichert. Die Kartendarstellung ist okay, kommt aber noch nicht ganz an die Top-Produkte von Roborock bzw. Ecowax heran. Viel interessanter und damit einzigartig sind allerdings die verschiedenen Saug- und Wischmodi. So gibt es einen Fleckenmodus, Tiermodus, Kräftigmodus, Öko- und Polieren-Modus, Standardmodus, Trockenmodus und einen individuellen. Je nachdem, welcher Modus ausgewählt wurde, wird mal mehr oder weniger Wasser auf den Untergrund gesprüht. Die Saugstärke ist mal mehr oder weniger stark, die Wischfrequenz der Rüttelplatten mal mehr oder weniger hoch und auch die Reinigungsgeschwindigkeit kann eingestellt werden. Wenn ihr also stark verschmutzte Fliesen habt, so könntet ihr im individuellen Modus die Sprühstärke ganz nach oben setzen, die Saugstärke auf mittel bis hoch, die Wischfrequenz auf ganz hoch und die Reinigungsgeschwindigkeit auf niedrig. Dies hat dann zur Folge, dass a. sehr viel Wasser auf den Untergrund gebracht wird, mit einer hohen Wischleistung gereinigt wird und zudem durch die niedrige Reinigungsgeschwindigkeit die Wischtücher länger an einem Ort verweilen. Da man sich das aber alles nicht merken kann, habe ich euch hier entsprechende Screenshots und Beschreibungen eingeblendet sowie unten in der Videobeschreibung verlinkt. Natürlich gibt es auch bei diesem Sauger die Möglichkeit, Reinigungspläne zu erstellen, vergangene Reinigung einzusehen und auch eine automatische Reinigungsfortsetzung, sofern der Akku mal leer sein sollte. Ich habe den Sauger in den letzten 4 Wochen immer im Individualmodus betrieben, je nach Etage mal in einer vollautomatischen oder auch Bereichsreinigung. Aufgrund dessen, dass die diversen Modi so unterschiedlich sind und ich mir diese auch nach vielen Tagen nicht merken konnte, habe ich den individuellen Modus dazu genutzt, je nach Untergrund und Verschmutzungsgrad die Einstellungen vorzunehmen. Dies konnte mal von stark saugen und wenig Wasser bis hin zu hohen Reinigungsintensität und niedriger Reinigungsgeschwindigkeit gehen. Vom Reinigungsergebnis, und hier möchte ich nur von der Wischleistung sprechen, war ich wirklich sehr angetan, da logischerweise 2 Rüttelplatten mehr bewegen können als eine. So löst die vordere Rüttelplatte starke Dreckanhaftung, anschließend wird ein Sprühnebel aufgetragen und die hintere Rüttelplatte nimmt den gelösten Schmutz auf. Das, was zum Beispiel ein Ecowax T9 Plus schon sehr gut gemacht hat, ist hier nochmals 20–30% besser umgesetzt. Für die Reinigung von Teppichen ist er eher ungeeignet, da er keinen Teppichmodus und keine Hauptbürste besitzt und zusätzlich bei flachen Teppichen das nasse und verdreckte Wischtuch mit auf den Teppich zieht. Etwas höhere Teppiche lässt er automatisch schon außen vor. In meinem Testparcours von 4 Quadratmetern habe ich in diesem Falle 35 Gramm Streugut in Form von Haferflocken ausgebracht und zudem 2 Stellen mit 2×2 Gramm Tomatenmark eingerieben. Dabei habe ich ihn im Tiermodus laufen lassen, da er hiermit die besten Reinigungsergebnisse erzielen soll. So nahm er in 4 Minuten und 17 Sekunden gute 33 Gramm Haferflocken auf und beseitigte auch den Großteil an Tomatenmark. Für eine vollständige Reinigung des Tomatenmarks war jedoch nur ein zweiter Durchgang notwendig. Dennoch finde ich das Ergebnis mehr als gut und mich wunderte auch, dass er trotz fehlender Hauptbürste die Menge an Streugut aufgenommen hat. Aufgrund dessen, dass er nicht wirklich für Teppiche ausgelegt ist, habe ich Durchgang 2 und 3 gecancelt. Unterm Strich war ich mit dem Hobart Léger 7 mehr als zufrieden. Dennoch muss man sich im Klaren sein, dass er nur für bestimmte Anwendungsgebiete nutzbar ist bzw. dort seine vollen Stärken ausspielen kann. Solltet ihr vorzugsweise nur über Hartböden in Form von Parkett, Laminat oder Fliesen verfügen und eure Wohnung so gut wie teppichfrei sein, so liefert der Léger 7 nicht nur gute bis sehr gute Saugergebnisse, sondern auch mit die besten Wischergebnisse, die man aktuell auf dem Markt bekommen kann. Vor allem die Individualisierung der Wischmodi hinsichtlich Geschwindigkeit, Wischfrequenz, Sprühstärke usw. hat mir extrem gut gefallen, sodass man Raum für Raum auf seine eigenen Bedürfnisse eingehen kann. Auch finde ich den aufgerufenen Preis zwischen 450 bis 500 € echt fair, da er eben entsprechend gute Ergebnisse abliefert und Alleinstellungsmerkmale besitzt. Auch wenn Multi-Room-Karten angelegt werden können, so dürfte für mich die App-Gestaltung und der App-Aufbau moderner und intuitiver sein, was aber möglicherweise mit zukünftigen Updates geregelt wird.
Und damit bin ich auch schon am Ende meines Erfahrungsberichtes mit dem Hobot Léger 7 nach genau 4 Wochen Nutzung und bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich riesig freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr ein Like oder auch Kommentar hinterlasst und vor allem auch bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao.